Während die Kommission für UFO-Phänomene der Argentinischen Republik zu klären versucht, ob der UFO-Angriff auf den Militärstützpunkt Espora und die Schießerei des Militärs mit Außerirdischen vor einigen Tagen tatsächlich stattgefunden hat oder nicht, ging Mexiko noch weiter und zeigte außerirdische Überreste direkt im Parlament. 2 außerirdische Körper wurden im mexikanischen Kongress in einer eigenen Sitzung präsentiert, die UFOs und Außerirdischen gewidmet war. Es ist bekannt, dass diese Körper im Jahr 2017 in Peru entdeckt wurden. Sie wurden von Wissenschaftlern untersucht, die feststellten, dass sie mehr als 1000 Jahre alt waren, und fanden heraus, dass ihre DNA zu 30% nichtmenschlich und unbekannt war, und dass sie seltene Metallimplantate hatten. Auf der Tagung wurden auch Röntgenbilder der Körper gezeigt, von denen man annimmt, dass einer Eier enthält. Anhand einer Kohlenstoffanalyse wurde festgestellt, dass die Kreaturen 1 Jahrtausend lang in Kieselalgen begraben waren, in denen keine Bakterien oder Pilze wachsen können, weshalb sie so gut erhalten sind. In einer Erklärung sagte der angesehene mexikanische Forscher Jaime Maussan, wenn wir den Mut hätten zuzugeben, dass wir von nichtmenschlichen intelligenten Wesen besucht werden, die aus den Tiefen des Universums auf die Erde kommen, könnten wir sogar in andere Universen reisen. Unter Eid sagte er, dass die Leichen nicht Teil unserer irdischen Evolution seien und dass sie ein Beweis für den Besuch von Außerirdischen seien. Bei dem Treffen wurden den Abgeordneten auch Videos von UFOs und anderen anomalen Phänomenen gezeigt. In der Zwischenzeit bereitet sich der Kongress in den USA auf die Verabschiedung des Unidentified Anomalous Phenomena Disclosure Act vor. In Abschnitt 9002 heißt es, die Gesetzgebung ist notwendig, weil glaubwürdige Beweise und Zeugenaussagen darauf hinweisen, dass Aufzeichnungen der Bundesregierung über anomale Phänomene existieren, die nicht freigegeben wurden oder nicht der Freigabepflicht unterliegen. Das Gesetz sieht die Offenlegung von Technologien unbekannten Ursprungs und Beweisen für die Existenz nichtmenschlicher Intelligenz vor. Der renommierte internationale Rechtsanwalt Ran Chakrabarti wies darauf hin, dass der Begriff unidentifizierte anomale Phänomene 169 Mal im Gesetzestext vorkommt, der Begriff nichtmenschlich 26 Mal. Er ist sich sicher, dass die betroffenen Mitglieder des Kongresses, die auf diese Gesetzgebung drängen, bereits inoffiziell alle Beweise erhalten haben, die für alle anderen vorerst noch geheim sind. In Analogie dazu sagt er, wenn Kobolde, Zwerge, Hobbits oder Drachen im Gesetzestext erwähnt würden, wäre es absolut undenkbar, dass der Kongress Gesetze zu einem dieser Themen erlassen würde, wenn es keine Beweise dafür gäbe, dass das Thema einer Regulierung bedarf. 12 Personen müssten vom US-Präsidenten in einen speziellen Rat berufen werden, dem das Militär alle Beweise vorlegen müsste, und sie würden dann entscheiden, welche auf keinen Fall veröffentlicht werden dürften, wären aber verpflichtet, den Rest zu veröffentlichen. Darüber hinaus wird der Präsident selbst Zugang zu allen Dokumenten haben und das Recht, alle Daten zu diesem Thema freizugeben. Wahrscheinlich ist dieses Gesetz für den künftigen Präsidenten gedacht. Es ist nicht das erste Mal, dass Trump verspricht, viele solcher Materialien freizugeben, und Kennedy Jr. sprach direkt über die Realität der Außerirdischen und ihre laufende Vertuschung. Der Geheimdienst nutzt das Sternentor für militärische Zwecke und verfügt über die Technologie, um nichtmenschliche Wesen aus anderen Dimensionen einzuschleusen, wie sie in der Fernsehserie Very Strange Things zu sehen sind. Der Forscher Stephen Greer erklärte dies genauer: Nehmen wir an, man hat ein elektromagnetisches System, findet eine bestimmte Frequenz und geht in eine andere Dimension, in der alle möglichen unheimlichen Kreaturen leben, und zieht sie dann in unseren dreidimensionalen Raum. Man hat Geschichten aus Montauk gehört, wo elektromagnetische Systeme seltsame Kreaturen ausgelöst haben. Die Serie Very Strange Things ist zwar eine Science-Fiction-Serie, aber sie basiert auf wahren Begebenheiten. Ich war in den realen Teil eingeweiht. Sie haben ein Gerät von der Größe eines Basketballs, das teleportieren kann und Antischwerkraft und freie Energie erzeugt. Sie haben eine bestimmte Frequenz gefunden, mit der man in andere Dimensionen reisen kann.
Es geht also nicht um den Kontakt mit Außerirdischen, sondern darum, in andere Dimensionen zu gelangen, die nicht außerirdisch sind. Ich versuche, eine Kopie eines Videobandes zu bekommen, auf dem zu sehen ist, wie diese Dinger einen Raum betreten, aus diesem Gerät herauskommen oder in es hineingehen. Ein solches Gerät könnte zu Inszenierungszwecken verwendet werden und sagen, seht her, so sehen Außerirdische aus. Es sind nicht wirklich Außerirdische oder Menschen. Es sind Kreaturen, ich weiß nicht, wen genau sie gefangen haben, aus dem 9. Kreis der Hölle. Können Sie sich vorstellen, was passieren würde, wenn das Gerät in die Hände von Leuten mit einem bestimmten Programm fiele? Nennen wir sie Eschatologen. Eschatologie ist die Lehre vom Ende der Welt, von Armageddon. Ich hatte Kontakt zu einem Mann, der in der unterirdischen Anlage Lockheed Skunk Works gearbeitet hat. Diese geheime Einrichtung befindet sich in der Nähe der Edwards Base. Dieser Mann sagte, oh ja, wir könnten die Menschen an den Haken nehmen. Wir haben Systeme, die eine bestimmte Frequenz erzeugen können, die mit verschiedenen Dimensionen kommuniziert und die Wesen, die sie bewohnen, in ein drittdimensionales Labor zieht. Es gibt Menschen, die die Erfahrung gemacht haben, dass sie mit Wesen aus anderen Dimensionen in Kontakt gekommen sind und dachten, sie würden mit Außerirdischen kommunizieren, obwohl sie es nicht taten. Ich nenne das kosmologische Verwirrung. Die Menschen verwechseln reale Ereignisse mit Außerirdischen, mit Spionageabwehrproduktionen, mit Kommunikationen mit Wesen aus anderen Dimensionen. Stephen Greer hält es für sehr wichtig, dass die Menschen lernen, zu unterscheiden und nicht auf die Täuschung derjenigen hereinzufallen, die alle in die Irre führen wollen, um ein Programm zur Erlangung der Kontrolle über den Planeten umzusetzen. Bei dem Versuch, die Geheimnisse der Sie werden von verschiedenen Zivilisationen verwendet, um ihre Raumschiffe zu bauen. Wenn du unsere Filme aufmerksam verfolgst, weißt du, wie Schiffe durch Wasser, Erde und Berge fliegen können. Aber Technologie ist Technologie, und als sie unseren Planeten besuchten, blieben einige dieser Schiffe im Untergrund stecken. Emery Smith, ein ehemaliges Mitglied der Geheimprogramme, sagte, dass einige der unterirdisch gefundenen Raumschiffe tatsächlich pyramidenförmig sind, einige der unterirdischen Strukturen haben die Form umgekehrter Pyramiden, wie Tetraeder, die an der Basis verbunden sind. Sie können 10-mal so groß sein wie die Pyramiden von Gizeh, und manche sind 53 Kilometer lang. Die Erkundung eines einzigen Schiffes kann viele Jahre dauern. Es ist ja nicht so, dass man einfach in ein Grab einbricht, dort eine Mumie findet und jemand das Grab einfach plündert. Die Forscher sind extrem vorsichtig. Man braucht ein ganzes Team von Spezialisten, um zu forschen. Ob es sich um ein Schiff oder eine unterirdische Basis handelt, hängt von vielen Parametern ab, wie tief sie sind, welche Art von Gestein, wie man dorthin gelangt. Zunächst werden die Forscher volumetrische Bilder erstellen. Dann werden sie Erkundungen planen und die Bilder auf dem Boden nachstellen. Sie kartieren alles, was sie sehen, und erstellen ein Modell, ein genaues Muster, auf der Erdoberfläche oder in einer unterirdischen Basis, wo alles im Verborgenen geschehen kann, um genau zu sehen, was es ist. Im Grunde genommen nutzen sie zuerst die virtuelle Realität. Hat das Schiff Strom? Funktionieren die Geräte noch? Gibt es dort Lebewesen? Und wenn ja, sind sie lebendig oder in einem Zustand der Anabiose? Genau das tun die Forscher. Bevor sie anfangen zu graben oder auch nur herumzustochern, wird alles gründlich untersucht. Wenn das Team dann eintrifft, wissen die Forscher bereits, wo sie sich im Inneren des Schiffes befinden. Alles ist ganz ruhig, ohne Aufregung. Schauen wir es uns erst einmal an. Es ist sehr gefährlich. Wir wissen nicht, wohin wir gehen. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass es dort Mikroben geben könnte und man den ganzen Planeten infizieren könnte, also muss man zuerst Vakuumtunnel mit Unterdrucksystemen und viele andere Dinge bauen. Es ist also ein sehr dynamisches und gewaltiges Unterfangen. In Anbetracht all dieser Parameter könnte es 20, 50 oder sogar 100 Jahre dauern, nur um ein Projekt auf die Beine zu stellen.
Es gibt Fotos, Videos und freigegebene Berichte, die bestätigen, dass UFOs oft pyramidenförmig sind. Solche Objekte wurden überall auf der Welt gesichtet, sogar über Moskau und Washington D.C. Dritter Leiter von UFO-Forschungsprogrammen bestätigt, dass die USA ein Schiff zur Untersuchung erhalten haben. James Lakaki, ein Raketenwissenschaftler und Geheimdienstoffizier, der zuvor ein Programm der US-Regierung, AFSEP, zur Untersuchung unidentifizierter anomaler Phänomene leitete, bestätigte, dass er bei einem Treffen im Kapitol mit dem US-Ministerpräsidenten NATO und dem stellvertretenden Verteidigungsminister im Jahr 2011 sagte, dass die Vereinigten Staaten ein Schiff unbekannter Herkunft besäßen und sich erfolgreich Zugang zu seinem Inneren verschafft hätten. Er erzählte Folgendes: Dieses Schiff hatte eine stromlinienförmige Konfiguration, die für den aerodynamischen Flug geeignet war, aber keine Lufteinlässe, Auspuffrohre, Tragflächen oder Steuerflächen. Tatsächlich scheint es keinen Motor, keine Treibstofftanks und keinen Treibstoff gehabt zu haben. Interessant ist, dass der Geheimdienst die Veröffentlichung dieser Informationen erlaubt hat, er selbst aber nicht für eine Veröffentlichung ist. Wenn Sie mich fragen, ob ich für eine Veröffentlichung bin, lautet die Antwort nein, sagte er und fügte hinzu, dass für ihn die nationale Sicherheit an erster Stelle steht. Im Kongress wird nun viel darüber diskutiert, dass Unternehmen wie Lockheed Martin außerirdische Schiffe erhalten haben, um Technologien zu studieren und zu entwickeln. Lakaki ist der Meinung, dass diese Unternehmen die Ergebnisse nicht an die Öffentlichkeit weitergeben sollten, wenn es eine große Investition von Auftragnehmern gibt, eine Investition in Technologie, und sie diese Technologien erhalten, werden sie behalten. Es wird schwierig sein, ihnen die Technologie zu entreißen, wenn etwas übertragen wurde und ein privates Unternehmen sein Geld, das Geld seiner Aktionäre, in die Forschung investiert hat. James Lakaki, der das AFSEP leitete, obwohl er offensichtlich nicht sehr scharf darauf war, wurde der dritte Leiter von Regierungsprogrammen zur Untersuchung von UFOs in den USA. Es ist bereits klar, dass es viele solcher Programme gab, der zugab, dass außerirdische Schiffe vorhanden sind und untersucht werden. Und soeben wurde bekannt, dass die Generalinspektoren des Verteidigungsministeriums, die beurteilen, was freigegeben werden kann, und der Geheimdienste ein privates Treffen mit einer Gruppe von Kongressabgeordneten anberaumt haben, um über das geheime UFO-Material zu sprechen, das von Whistleblowern wie David Grush enthüllt wurde. Was sie erfahren werden und was sie davon preisgeben können, werden wir sehen. Der langsame, aber stetige Prozess der UFO-Enthüllung ist in vollem Gange. Einiges von dem, was uns in den Awakening-Filmen erzählt wurde, beginnt sich bereits auf hohem Niveau zu bestätigen. Wenn das Thema des Studiums und der Restaurierung von außerirdischen Schiffen aufgedeckt wird, wird der Faden natürlich zum Thema der geheimen Raumfahrtprogramme führen, denn es ist klar, dass 70 Jahre lang Schiffe aus einem bestimmten Grund studiert und restauriert wurden. Und wenn es TCPS gibt und die Schiffe im ganzen Weltraum unterwegs sind, bestätigt das definitiv die bestehenden Kontakte mit Außerirdischen und das wiederum Austausch und Handel, Beschaffung von Technologien wie Portaltechnologie, Replikation, Betten. Es wurde bekannt gegeben, dass Bilder der Lunar Reconnaissance Orbiter Camera, LROC, die Existenz von riesigen Lavaröhren auf dem Mond bestätigen, die sich über mehrere Dutzend Kilometer erstrecken. Diese Lavaröhren sind ein Beweis für die alte geologische Aktivität des Mondes. Im Laufe der Zeit sind viele von ihnen durch seismische Aktivitäten und Einschläge zusammengebrochen und haben eine Reihe einzigartiger Gruben und Schlaglöcher hinterlassen. Der überraschendste Aspekt dieser Entdeckung ist jedoch die Größe dieser Lavaröhren. An manchen Stellen haben sie einen Durchmesser von bis zu 500 Metern. Sie bieten nicht nur eine riesige Fläche, sondern auch eine stabile Temperatur von etwa 17 Grad Celsius. Das bedeutet, dass ganze Städte in ihnen Platz finden könnten. Wissenschaftler haben bereits angekündigt, dass die Lavaröhren auf dem Mond ideale Standorte für zukünftige Mondbasen sind. Sie bieten Schutz vor kosmischer Strahlung, Sonneneruptionen und Meteoriteneinschlägen und werden sogar schon von außerirdischen und geheimen Raumfahrtprogrammen genutzt.
Die Existenz riesiger Lavaröhren auf dem Mond wurde vor 10 Jahren vom ehemaligen TKP-Mitglied Corey Goode gemeldet. Jetzt gibt es Beweise dafür. Am 25. Oktober veröffentlichte das Space Weather Prediction Center, SWPC, der NOAA eine überarbeitete Vorhersage für den aktuellen 25. Sonnenzyklus, die besagt, dass das kommende Sonnenmaximum früher kommen und explosiver sein wird als bisher angenommen. Die Forscher behaupten nun, dass wir uns rasch einem explosiven Höhepunkt der Sonnenaktivität nähern. Ursprünglich sagten die NOAA und die NASA voraus, dass der Höhepunkt im Jahr 2025 eintreten und von geringer Dauer sein würde. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass sich die Sonne nicht an die Vorhersagen hält. Das Sonnenmaximum wird wahrscheinlich vor Ende 2024 eintreten. Es kommt zu Sonnenfleckenspitzen, starken Flares der X-Klasse, ausgedehnten Polarlichtern in niedrigeren Breiten und steigenden Temperaturen in der oberen Atmosphäre sowie zum Auftreten von Airglow und dem Verschwinden nachtleuchtender Wolken. Warum wurde die aktualisierte Vorhersage nicht früher veröffentlicht, obwohl seit Jahren davor gewarnt wird? Wissenschaftler glauben, dass die maximale Sonnenaktivität Störungen auf der Erde verursachen könnte, monatelange Ausfälle von Radio und Strom, Beschädigung von Transformatoren und anderen Energieinfrastrukturen, Deaktivierung von GPS- und Internetsatelliten, von denen einige abstürzen könnten. Dr. Sarah Gibson vom Nationalen Zentrum für Atmosphärenforschung sagte, das Verhalten der Sonne könnte erhebliche Auswirkungen auf unsere technologieabhängige Gesellschaft haben. Jeder sollte jetzt überlegen, wie er sich vorbereiten und seine Abhängigkeit von der Technik minimieren kann.